Saskia und Steven fahren mit Tochter, Oma und Uroma in den Kroatien-Urlaub. Der Urlaub beginnt! 4 Generationen aus Bergkamen campen auf der Halbinsel Istrien. Romantisch so auf dem Wasser, im Boot. Ja, ich liebe es. Schön. Zusammen entdecken sie echte Sehnsuchtsorte. Oh, ist das schön, oder? Irre. Oh, ich freue mich. Es geht ein Traum in Erfüllung, wa? Ja. Zu 5 auf einer Parzelle. Mehr brauchen sie nicht. Ja, erst wenn man es verloren hat, dann weiß man auch, was man hat. Und die beiden sind auch wie meine Mama und meine Oma halt geworden. Das ist Familie, ne? Ist toll. Camping ist ihr Leben und der Campingplatz Ort für große Gefühle. Geht's noch so? Geht so. Ich bin aber noch nicht bei den Knöpfen. Okay. Ist schon Hast zu du einen eng? dicken Hals gekriegt? Ein großer Traum soll in Erfüllung gehen. Hochzeit 2.0 für Steven und Saskia. Ganz dezente Fahrt. Ich glaube, jetzt sind wir bekannt auf dem Campingplatz. Ja, ich glaube auch. Ein unvergesslicher Urlaub in Rovi. Das muss kitschig sein. Saskia Chrismann und Steven Graumann starten allein in den Urlaub. Am Mondsee in Österreich kurzer Zwischenstopp auf dem Weg nach Kroatien. Stößchen. Prost. Auf einen schönen Urlaub. Oh, Steven. Du kennst mich doch. Prost. Das Ehepaar ist das erste Mal hier. 83 € kostet eine Nacht auf dem Austria Camp. Es gibt 140 Stellplätze und eine tolle Aussicht. Richtig schön hier. Ja. Das ist meine Kulisse. Das Wasser ist richtig klar. Ja. Nicht nur der See überzeugt. Saskia hat den Platz auch wegen eines besonderen Highlights in den Bergen ausgesucht. Ein Punkt, der schon ganz lange auf meiner Liste steht, die Eisriesenwelt. Deswegen ist auch die Wahl auf diesen Campingplatz gefallen. Normalerweise sind wir auf größeren Campingplätzen, aber es ist auch schön, mal so einen kleinen, gemütlichen Campingplatz hier zu sehen. Die Parzellen sind recht klein, aber das ist gar nicht schlimm. Und der Platz bietet ihnen alles, was sie brauchen. Vor allem Raum und Zeit zu zweit. Denn in 2 Tagen campen sie zu 5. Letztes Jahr waren wir schon in Kroatien mit Schwiegermutter, Schwiegeroma und der Kleinen. Da aber Schwiegeroma schon über 80 ist, haben halt die Idee, dass wir die 3 im Endeffekt in den Flieger setzen und wir fahren mit Sack und Pack voraus. Und dann haben wir gedacht, dann können wir die Gelegenheit nutzen und einfach mal so Mini-Flitterwochen machen, die eigentlich auch ja, richtig schön sind, genauso wie wir es uns vorstellen. Camping, gutes Wetter, ein schöner See, perfekt für uns. Vor 5 Jahren wurden sie von Freunden verkuppelt. In einem Chat. Hallo Saskia, hallo Steven, hier könnt ihr euch kennenlernen, ich bin da mal weg. Und haben erstmal abgeklopft sozusagen, was der eine, was der andere möchte. Wir waren ja vorher schon mal in Partnerschaften und jetzt hat man ja doch schon sehr klare Vorstellungen, wie man durchs Leben gehen möchte. Und das hat dann die Arsch auf einmal gepasst, muss man einfach sagen. Es matcht. 2023 macht Steven den Antrag. Willst du mich heiraten? Und das auf einem Campingplatz. 2 Jahre später die Hochzeitsnacht im Camper. Eine Hochzeitsreise hatten sie nicht. Bis jetzt. Darf ja nicht fehlen. Es gibt ja so ein schönes Sprichwort, Gegensätze ziehen sich an. Das würde ich sagen, trifft bei uns zu, weil Ja. Steven ist ja eher der sehr organisierte, also er muss alles planen. Ich bin ja eher so spontan und impulsiv. Spontan ist das richtige Stichwort. Es geht los zur Eisriesenwelt. Da wollte Saskia ja schon immer mal hin. Hier darf dir auch keiner entgegenkommen. Ach, das geht, das geht. Ich habe selber noch Buchten. Ich darf mich zu sehr auf die Außenwirkung. angeschossen kommt. Das war bestimmt ein Einheimischer, anders kann ich mir das nicht erklären. Nach einer Stunde Fahrt erreichen sie die Eisriesenwelt in Werfen. Die größte Eishöhle der Welt. Im Sommer kommen bis zu 2000 Besucher täglich. Sie sind die Ersten heute und zahlen für Eintritt, Führung und Seilbahnfahrt 41 €. Ich erinnere mich direkt an Herr der Ringe. Oh, die ist so schnell, ich merke schon ein bisschen Druck auf dem Ohr. Die letzten Meter müssen sie zu Fuß weiter. 20 Minuten bergauf auf 1600 Meter.
Also der Aufstieg war schon sehr anstrengend. Vielleicht hätten wir uns erst hier oben warm anziehen sollen, weil wir sind jetzt natürlich ein bisschen am Schwitzen. Aber ich denke, da drin werden wir uns gleich ganz schnell abkühlen. Ganz bestimmt. Denn die Temperatur in der Höhle liegt konstant bei unter 0 Grad. Franz Reinstadler ist Ihr Guide. Vor uns die größte Eishöhle der Erde in einer Gesamtlänge von 42 Kilometern. Wir sehen uns jetzt den ersten Kilometer gemeinsam an. Es ist sehr, sehr windig schon, man merkt es schon. Ich bin gespannt. Umso wärmer es wird, umso stärker wird der Wind, aber das erkläre ich dann gleich. Boah, mega. Das kenne ich bei uns nur aus dem Ruhrport in den Stollen. Da gab es immer die Wettertüren Genau, von meinem Papa, der war nicht unter Tage. Dieser Wind am Höhleneingang, das ist ein natürlicher Austausch von kalter und warmer Luft. Und dieser Wind ist für die Eisbildung zuständig. Der Höhleneingang ist der tiefste Punkt der Höhle und die kalte, schwere Luft sinkt eben nach unten und staut sich dann da. Und sobald man die Türe öffnet, wird die Luft rausgepresst. Wenn im Frühling der Schnee am Berg schmilzt, sickert das Wasser durch Risse in den Fels und friert am Stein fest. So entstehen die einmaligen Eisfiguren. Boah, ist das groß. Ja, eine der größten Hallen der Höhle. Ja. Man denkt ja, es wird ja eigentlich immer kleiner, aber. Oh, doch, das noch. Wow. Das ist wie eine Filmkulisse. Ja, geil. Sie entdecken Eisfiguren, die bis zu 25 Meter dick sind. Könnte es sein, dass auch irgendwann gar kein Eis mehr da ist? Könnte theoretisch sein. Während der letzten Eiszeit war die Höhle eisfrei. Da Okay. war es zu kalt, da konnte kein Wasser eindringen. Ach so, ja. Stimmt, da braucht auch das Wasser, ne? Genau. Um die Ecke eine kleine Überraschung. Schnaps! Für schwierige Zeiten in der Höhle. Ja, da sage ich nicht nein. Ganz inoffiziell. Notfallschnaps. Selber gemachter Latschenschnaps. So was ähnlich wie Zirbe, kennt man vielleicht. Ach, lecker. Und das ist halt Latsche, das ist die, sage ich mal, die billige Version von der Zirbe. Schmeckt aber genau gleich. Okay, ist gut. Der Rundgang endet nach einer Stunde. Vor Ort ist es gigantisch, das kann man nicht in Fotos, Bilder, Videos fassen. Das muss man live gesehen haben. Ja, echt Wahnsinn, die Höhle. Richtig schön. Es hat meine Erwartungen übertroffen. Mittags am Mondsee. Für die kurze Zeit haben sie nicht viel aufgebaut. Das Sonnensegel wollen sie jetzt schon verstauen. Kannst du mir das gleich geben? Ja. Zeit für Stevens Allzweckwaffe. Das sind die Duplos meiner Tochter. Und der Vorteil an den Duplos ist einfach, die sind extrem leicht. Und das ist ja mit das Wichtigste beim Camping. Und jetzt nutze ich das einfach als zusätzliche Tritterhöhung. Und wenn man gut zusammengebaut hat, dann ist das auch sicher. Das glaubst aber auch nur du. Warte. Was denn? Soll ich das festhalten? Nein, das ist hier. Für Steven, ey. Ich finde die Idee generell gut, aber die als Leiter zu missbrauchen, fand ich jetzt gar nicht so ungefährlich. Da kannst du doch so gut versichert sein. Kleiner Seitenhieb. Steven arbeitet bei einer Versicherung. Ihre letzten Stunden brechen an und die wollen sie genießen. Der letzte Abend, da kann man sich mal was gönnen. Wir machen da weiter, wo es in der Höhle aufgehört hat. Es war eigentlich perfekt für uns. Also wir hatten eine richtig geile Quality Time, Ja. wo es dann nur um uns beide gegangen ist. Und das braucht man einfach auch mal in einer Beziehung auf jeden Fall. Zeit zu zweit hat man ja nicht ganz so oft, ne? Und weil es hier so schön ist, verbringen sie spontan den Abend auf dem Wasser. Das ist auf jeden Fall ein schöner, krönender Abschluss für unsere Flitterwoche. Prost Prost, auf uns. auf uns.
8 Uhr morgens, die letzten Handgriffe. Saskia und Steven reisen ab und wollen am Nachmittag in Kroatien sein. Jetzt geht's los nach Kroatien. Freuen wir uns schon drauf, auch wenn es jetzt einige Stunden Fahrt sind. Aber es heißt ja auch, dass wir dann Sonntag unsere Familie wiedersehen und abholen können vom Flughafen. Und würde ich sagen, fahren wir jetzt mal los, damit wir auch zeitig ankommen. Wir müssen ja noch ein bisschen was aufbauen. Auf geht's nach Rovinj. 9 Stunden fahren sie von Österreich durch Slowenien bis nach Kroatien. Jetzt sind wir in Kroatien, oder? Ja. Schön. Sie zahlen 20 € Maut für die Strecke. Am frühen Abend erreichen sie den Campingplatz Polari in Rovinj. Der liegt toll. Südlich der Hafenstadt, direkt an der Adria. Geschafft. Fast. Wäre da nicht noch der Aufbau? Nach aller Erfahrung keine Kleinigkeit. Aber Steven ist optimistisch. Bis Sonnenuntergang soll alles stehen. Das Vorzelt ist zum Aufblasen. Und viele Camper wissen, dass halt beim Aufbauen von Vorzelten schon Ehen gescheitert sind. Und das kann man mit dem Luftvorzelt umgehen. Sein Plan mit Schmiere und Luftvorzelt bis zur goldenen Hochzeit. Ziehst du hoch? Oder ziehst du von unten nach? Ist egal. Ich komme noch nicht so hoch. Mach weiter. Weiter. Hast du? Ja. Ja, perfekt. Warte. Oh. Das ist immer das Schwierigste. Ja. Ja, bei 30 Grad, trotz Schatten, ist das schon sehr anstrengend. Das XXL-Vorzelt ist 8 Meter lang und 3 Meter breit. Es dient als Schlaf- und Wohnbereich für 5 Personen. Ein kleiner Palast. Reine Vorzelt, also der mittlere Teil kostet 2.200 € und die Anbauten, was war das pro Anbau? Jeweils 600 ungefähr. Schon nicht ganz so ein günstiges Modell. Aber für das mittlere Ding, da hatten wir richtig Glück. Das haben wir bei Kleinanzeigen für 1.300 € geschossen. Genau. Und die Anbauten, die kamen dann auch mit der Zeit dazu. Sowas holt man sich ja wie alle anderen Sachen beim Camping nicht sofort, sondern so wie das Geld halt reinkommt. Für Steven und Saskia darf die Klimaanlage im Urlaub nicht fehlen. Sie sind im Sommer immer in heißen Ländern unterwegs. In Rovinj sind bis zu 30 Grad normal. Da kannst du die auf volle Pulle stellen, da haben wir es gleich schön kühl. Ja. Und wo noch offen ist, da würde ich dann gleich ein bisschen was noch zukleben. Steven, Ja? ich bin eine Weile im Wohnwagen. Komm mal mit rein. Ah. Ja. Und das ist das, was wir Glamping nennen. Ja. Eine Klimaanlage. Auf den Luxus wollen wir auf jeden Fall nicht verzichten. Ne? Jeder hat seine Vorlieben beim Camping. Manche wollen es minimalistisch, manche wollen das komplette Wohnzimmer mit dabei haben. Ich glaube, wir sind da so in der Mitte. Das ist doch das Schöne, jeder kann es machen, wie er will. Genau. 21 Uhr, die Sonne geht unter. Aber die beiden sind immer noch nicht fertig. Alles andere ist ja super, aber der Aufbau, wenn der nicht wäre. Und der Abbau. Der Abbau ist eigentlich noch schlimmer als der Aufbau, weil Dann weiß man, es geht nach Hause. ja, es ist wie es ist. Und wenn man es danach schön hat, lohnt es sich aber auch. Also ist alles gut. Wir machen es trotzdem gerne. Zum Glück ist der Strom inklusive. Genau wie Wasser. 100 € zahlen sie hier pro Nacht. Aufwachen an der Adria. Bis spät in die Nacht haben die beiden aufgebaut. Jetzt müssen sie los. Die Familie landet gleich. Steven hat die Zeit im Blick. Aber Saskia? Ich weiß gar nicht, was sie jetzt noch macht. Wo habe ich denn das Ding hingeschmissen von meinem Handy, dass ich das so tragen kann? Das weiß ich nicht, Saskia. Dein Handy liegt hier auf jeden Fall. Aber wir müssen jetzt los. Ja, komm jetzt. Hast du alles? Ja, Moment. Ich bin gleich soweit. 20 minutes later. Okay, Dann lass uns mal die Rasselbande abholen. auf geht's. 45 Minuten sind es bis zum Flughafen Pula. Bei Saskia steigt die Vorfreude auf das Wiedersehen mit jedem Kilometer. Da kommt ein Flugzeug, vielleicht sind die das. Guck mal. Ja. Das sind die bestimmt. Sachi, guck mal, die Lieber kommt.
Der Flug von Düsseldorf-Weeze nach Pula dauert keine 2 Stunden. Auch im Flughafen sind die Wege kurz. Trotzdem fühlt sich die Wartezeit lang an. Ach, Saskia. Ich freue mich. Ich bin normalerweise nicht so lange von Elina getrennt. Es waren jetzt 5 Tage, glaube ich, ne? Jetzt freue ich mich richtig, sie zu sehen. Ich habe richtig Puls. Ich merke das. Richtig Herzrasen. Da! Wo? Ah, guck mal! Hallo! Hallo! Ja, verstehe ich schon. Da kam schon ein paar mehr raus. Endlich vollzählig. Mama Manuela, Oma Linde und Tochter Elina sind da. Die jüngste ist 7, die älteste 85. Die Familie macht zum 3. Mal gemeinsam Urlaub. Wir sind glücklich, dass wir hier gelandet sind. Ja. Juhu, endlich in Pula! Der Urlaub beginnt! Alle einsteigen. Okay. Gemeinsam will die Familie die Region erkunden. Und es soll was für jeden dabei sein. Auf dem Programm eine traditionelle Batana-Bootsfahrt. Ein Besuch der beeindruckenden Pula Arena. Und das große Highlight, ein Hochzeitsfotoshooting auf dem Campingplatz. Aber jetzt erstmal ankommen. Ja, danke schön. Schwiegermutter, lass einfach fallen. Brauchst nur keine Hand. Schön. Ist das schön? Was habt ihr das schön gemacht? Ja. Oh, lass mich doch mal rein. Oh, das sieht aber gut aus, ne? Schon. Ja, der ist die Farbe. Ich hab extra Oh, das ist die schöne Couch. Den 44 Jahre alten Wohnwagen hat die Familie gemeinsam gekauft. Und ausgebaut für 8.000 €. Manuela schläft vorne. Oma Linde und Elina im Etagenbett. Steven und Saskia im Vorzelt. Jeder hat seinen Platz. Das gilt auch fürs Gepäck. Meine Schuhe schmeiße ich durch die Gegend. Alles da. So ein Campingurlaub ist ja auch mitunter so ein bisschen minimalistisch, ne? Gott sei Dank. Und am Anfang habe ich gedacht, das geht im Leben nicht. Doch, das geht. Ne, ich habe jetzt hier, da meine Sachen drin. Hier kommen gleich Mamis Sachen rein. Schiebe ich einfach meine Schuhe da drunter und bin fertig. Ich muss aber den Teppich noch schön machen, sonst schimpft die Saskia mit mir. Schön. Was haben wir uns gefreut, hier zu sein, hier hinzukommen, ne, Elina? Ach ja. Wie sehr hast du dich gefreut, wieder hier hinzukommen? Schön. Schön. Das ist doch eine große Freude, würde ich Ja, sagen. das war eine große Freude. Oma Linde hat mit ihrem Mann und den Kindern schon immer gecampt. Seit dem Tod ihres Mannes sorgen Tochter und Enkelin dafür, dass sie dabei bleibt. Ich liebe meine Kinder, meine ganze Familie. Und das ist schön, dass sie mich überhaupt noch mitschlören. Also muss man doch dankbar sein. Ne? Ich weiß ja nicht, ob ich das überhaupt noch, wie lange ich das noch kann. Ja, ist doch so. Ne? Wenn man älter wird, ist es halt so. Was machen wir denn heute Abend? Pizza. Pizza, ole. Ja. Doch vorher wollen sie ins Meer. Zum Strand laufen sie eine Viertelstunde über den Platz. Der Campingplatz bietet neben 1700 Stellplätzen und Mietunterkünften viel Gastronomie, eine große Poollandschaft und das gewisse Etwas. Ein privater Strandzugang. Oh, guck mal, das ist doch schön hier. Da hinten sind, glaube ich, die Liegen. Ja, schön. Oma Linde und Manuela bleiben lieber an Land. Der felsige Einstieg ist nichts für sie. Die anderen genießen die Abkühlung bei 30 Grad. Das Wasser ist herrliches Loch. Salzig natürlich, aber schön kühl. Das Wasser ist auf jeden Fall mega klar. Man kann da mehrere Meter runter gucken. Das ist einfach ein Hammer. Man kann auch die Fische sehen. Ach, guck mal, der Steven. Ja, jetzt gleich. Steven! Steven! Ich möchte sehen, dass er reinfällt. Steven! Steven, wink mal!
Er wird ja jetzt auch zunehmend sicherer, ne? Habe ich das Gefühl. Was gibt's zum Abendessen? Da muss niemand lange überlegen. Steven eröffnet seine Outdoor-Küche. Und die 4 Frauen lassen ihn einfach mal machen. Kochen ist ja meine Leidenschaft und ja, da nutze ich halt meine Freizeit dazu. Und die Freizeit ist halt auf dem Campingplatz, die Zeit ist auf dem Campingplatz da. Ja, und Pizza, das hat mich vor 2 Jahren infiziert. Ja, und seitdem probiere ich mich im Pizzamachen mit allen Variationen einfach aus. Heute will die Pizza auch nicht rund werden. Saskia, was möchtest du drauf haben? Pilze, Büffelmozzarella? Mozzarella, ja. Normalen Käse auch und Feta. Parmesankäse auch noch? Ja, alles an Käse, was du hast. Lecker, Steven. Ja, freut mich. Ja, mich auch. Steven weiß, wie er seine 4 Frauen glücklich machen kann. Guten. Ich liebe es. Ja. Ich koche ja selber überhaupt nicht. Nie. Ich finde Kochen total doof. Ich hasse es, wenn die Küche danach aussieht wie so ein Schlachtfeld. Aber essen gerne. Und spülen. Ja. Ich finde das ganz schrecklich. Und eigentlich wollte ich immer einen Mann haben, aber den habe ich nicht gefunden, der kochen kann, weißt du? Und jetzt habe ich einen Schwiegersohn, der kochen kann. Das ist auch toll. Geil. Mit dem Ja zu Saskia hat sich Steven auch für ihre Familie entschieden. Ihr Verhältnis ist eng. In Bergkamen wohnen sie fast Tür an Tür. Und trotzdem campen sie im Sommer gemeinsam. Also am Anfang habe ich tatsächlich gedacht, ist das jetzt so, ne, so die jungen Leute mit uns Alten, wollen die das wirklich? Aber also mittlerweile weiß ich, das ist tatsächlich so Die machen es schön. gerne. Und Denke ich. wir finden das alle toll. Ja, das mit der Familie, das macht halt so einen Urlaub aus. Und ja, erst wenn man es verloren hat, dann weiß man auch, was man hat. Ich habe halt vor 5 Jahren meine Mama verloren. Und im Endeffekt merkt man dann erst mal, wie kurz die Zeit sein könnte. Weil meine Mama war halt erst 59 Jahre alt. Umso mehr genieße ich jetzt halt die Zeit mit meiner angeheirateten Familie. Und die beiden sind auch wie meine Mama und meine Oma halt geworden. Das ist Familie, ne? Ist toll. Du bist ein feiner Kerl. Der nächste Morgen. Der erste gemeinsame Familienausflug steht an. So, Tür zu, Ja. Affe tot. Klappe zu, auf der Tod, ja. Heute darf Manuela aussuchen, wohin es geht. Sie fahren Richtung Süden in die Küstenstadt Pula. Hier besichtigen sie ein Highlight der Region. Oh, jetzt guck mal, der Blick aus dem Museum von hier Das ist ja ist so cool. irre. Wir parken direkt darunter. Die Arena von Pula ist das 6. Amphitheater der Welt. Da ist es äußerst schön, oder? Irre. Oh, ich freue mich. Wie ein Traum in Erfüllung, wa? Ja. Ja, bei Manuela wirklich. Seit ich Lateinunterricht in der Schule hatte, wollte ich unbedingt ins Kolosseum. Auf dem Buch war ein Kolosseum und diese Geschichte hat mich immer wahnsinnig fasziniert. Der Eintritt kostet 10 €. Für Kinder 5. Sie wollen viel erfahren und haben beim örtlichen Touristenbüro eine Reiseleiterin gratis dazu gebucht. Marina, Steven, herzlich hi. willkommen. Guten Morgen, Saskia. Marina. Hallo. Hallo. Marina Schuran ist gebürtige Pulanerin. Sie hat 16 Jahre in Aachen gelebt und sich in Nordrhein-Westfalen verliebt. Sie kennt die Deutschen also gut. Das ist deutsche Mentalität. So. Ein bisschen Leichtigkeit dazwischen wäre gut. Die Geschichte der Arena teilt Marina begeistert. Seit 18 Jahren. Die Pulaner sind stolz auf ihr Wahrzeichen. Es
ist einfach ein Juwel. Es gab über 200 Arenen damals. Sogar in Deutschland gab es Arenen. Okay. In Trier und in NRW, in Xanten, gab es auch Arenen. Warum haben die Römer überhaupt solche Arenas gebaut? Volk musste man unterhalten. Das war eine Ablenkung von schlechter Politik. Hier kämpften einst Sklaven und Kriegsgefangene vor den Augen des Volkes. Das Publikum kam in Scharen, denn es wurde mit Brot am Eingang gelockt. Und dann gab es noch Duftwasser. Duftwasser. Die Arena hat diese 4 Türme und oben waren Wasserreservoirs mit Duftwasser, Lavendel- oder Rosenduft. Das hat man aufs Publikum gesprüht. Wisst ihr warum? Weil das so gestunken hat in der Arena. Es hat gestunken. Ja, Video. Ja, zwischendurch Duftwasser. Eine Info überrascht Manuela besonders. Marina erzählt, dass auch Frauen Interesse an den Kämpfen hatten. Ich frage mich immer, wie sich Frauen da hinsetzen konnten oder überhaupt Menschen, aber hauptsächlich jetzt so aus meiner Sicht als Frau und sich angucken können, wie Menschen zu Tode kommen. Frauen in Rom, im Kolosseum, haben Frauen auch gekämpft. Ach, und sind ja? auch, ja. Das wusste ich noch gar nicht. Doch, in Rom. Weibliche ja, Gladiatoren. Weibliche Gladiatorinnen. Ja, so Wieder was schrecklich Neues faszinierend. Ne? Ja, so. das auf jeden Fall. Aber Mit Marina vergeht die 1 Stunde römische Geschichte wie im Flug. Du hast das super gut gemacht. Das Ja. behalten wir bestimmt für die Ewigkeit. Dankeschön. Das haben wir sehr gerne gemacht. Ja, das glaube war toll, war richtig toll. Ja. Mich hauen immer die Emotionen so um. Was ist passiert, dass die Menschen früher so emotionslos waren, sich Todeskämpfe angeguckt haben und heute kann man kaum ein totes Tier im Straßengraben sehen. Ne? Also was ist mit uns passiert? Solche Geschichten interessieren mich einfach und das Kolosseum ist einfach grandios. Dass es hier so gut erhalten ist, man ist nicht in Italien. Ne? Also man kann auch nach Kroatien kommen und die Römer kennenlernen. Saskias Freundin Silke hat sich in Kroatien angekündigt. Ein besonderer Besuch. Sie ist das letzte Puzzleteil für das große Urlaubshighlight. Silke hat auf unserer Hochzeit Fotos von uns gemacht und irgendwie hatten wir mal an irgendeinem netten Abend zusammen die Idee, dass wir ein Fotoshooting noch mal in Kroatien machen, also ein Hochzeitsfotoshooting. Ja, und dann hat das ja gepasst, da sie kommen wollte und sie auch eine tolle Kamera hat, mit der sie schöne Fotos macht. Haben wir gedacht, ziehen wir es einfach durch und machen das, ne? Gentleman Steven hat ihren Schlafplatz vorbereitet. Ach, süß. Hast du schon meine ganzen Sachen reingepackt? Wie Ja, haben wir schon alles fertig gemacht, aufgeblasen. Ach, schön. Matratze ist ein bisschen Ach, größer, ne? Danke. Wie das Zelt. Ja. Und Kuscheltier habe ich auch schon. Und bis um 11 hast du hier Schatten, also das solltest du aushalten. Ja, traumhaft. Während die Freundinnen das Shooting besprechen, wollen Manuela und Steven eine besondere Ecke des Platzes erkunden. Den Dauercamper-Bereich. 6.700 Gäste, 70% sprechen Deutsch. Aber man denkt jetzt hier gerade mal wie auf einem anderen Campingplatz, weil es Ja, schon vom ja. Setting anders ist. Ja, hier ist jetzt wieder Straße, aber hier diesen Kies ist schon so ein Ja, aber bisschen auch mit den Bäumen, ne? gewöhnungsbedürftig, ne? Steven, guck mal, ich sehe einen Stehtisch. Da gucken Hallo. wir doch mal, ob wir uns da mal zustellen. Servus. Hi, Hi. dürfen wir mal näher kommen? Ja? Sie treffen auf ein echtes Camping-Original. Gerhard Kager, Österreicher Rentner und Dauercamper. Wie lange seid ihr schon hier Dauercamper? 25 Jahre. 25 Jahre. Darf ich mal fragen, was das so kostet? Da vorne waren wir zum Schluss auf 8.000 Euro. Wie viel? Jetzt 8.000 vorne. 8.000 Da hinten im Jahr. sind wir jetzt Halbjahr. Wir müssen ja wegräumen. Ah, ihr müsst wegräumen. Das kommt ja alles weg. Ihr müsst alles abziehen? Alles weg. Nein. Ei, ei, ei. Gerhard campt mit seiner Frau Brigitta. Jedes Jahr im Frühling machen sie es sich hier richtig gemütlich. Ach, ich guck mich gerne mal ein bisschen Ja, um. kannst zurückschauen. Irre, oder? Wie eine richtige Küche. Da brauchst du nicht mehr vom Platz weg, ne? Hier um die Ecke darf ich auch? Ja, schau nur rein. Okay. Steven, komm, wir gucken mal. Ihr habt aber eine Klimaanlage. Steven, hier ist auch schön kühl drin. Also wenn Saskia dich rausschmeißt, weißt du, wo du hin kannst, ne? Da frage ich direkt mal. Dazu muss es nicht kommen. Gerhard hat einen Ratschlag parat. Schließlich ist er seit 35 Jahren verheiratet. Brigitta, das Geheimnis unserer Ehe. Oh. Ja, mei.
Ich weiß jetzt auch nicht. Humor. Sag ich. Humor. Du musst immer alles, solange du aber lachen kannst, funktioniert das. Hat Spaß gemacht? Vielen Dank. Ja. Danke. Ich wünsche euch Wir sehen uns noch einen bestimmt schönen noch mal. Tag. Bis dann, ciao. So, jetzt hast du das Top-Rezept für eine langjährige Ehe. So Ja. zu sein wie Gerhard. Aber vielleicht kannst du mir gleich noch ein bisschen was übersetzen von dem, was er erzählt hat. Ja, ich habe alles verstanden. Also ich habe mich mit ihm ja perfekt verstanden. Das war super. Hallo. Wir sind wieder da. Er hat Ich habe jetzt jetzt das das Rezept dafür. Geheimrezept für eine lange Ehe. Das ist ja super. Oh, Saskia, der war toll. Der war wirklich toll. Der war richtig lustig. Darauf erstmal anstoßen. Du nimmst ein Glas direkt, oder was? Ja. Ist das süß? Ja. Den kroatischen Birnenlikör hat Steven heimlich gekauft. Für genau solche Momente. Prost, Kameraden. Komm, wir halten zusammen. Wir müssen das zusammen. Prost, Kameraden. Prost. Auf einen schönen Urlaub. Prost. 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 Danke. Ja. Danke. Steven denkt eben immer an alle. Steven ist immer für alle da. Also er ist sehr gastfreundlich, sehr fürsorglich und hilfsbereit. Er ist ein ganz toller Ehemann und auch ein toller Papa. Und ja, immer für eine Überraschung gut. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich dich gefunden habe. Frühmorgens in Rovin. Den zweiten Ausflug haben sie vor allem für Oma Linde geplant. Sie liebt Musik und das Meer. Heute haben wir eine Bootstour mit Alberto. Mit diesen, mit diesen alten Booten von früher sozusagen. Jetzt müssen wir noch, guck mal, da hinten sind sie sogar schon, die Boote. Ah, das sieht ja richtig Guck cool. mal da, damit fahren wir jetzt. Super. Diese Holzboote sind traditionelle Fischerboote, sogenannte Batanas. Fischerei hat in der 13.000 Einwohnerstadt Tradition. In Rovin führen alle Gassen nach oben, zur Kirche der heiligen Euphemia, dem Wahrzeichen der Stadt. Die Statue an ihrer Spitze dreht sich mit dem Wind. Für die Fischer einst ein wichtiges Signal. Guten Morgen, grüß dich. Hi. Wie geht's? Sehr gut. Ausgeschlafen. Abgebrochen. Abgebrochen. Seid ihr bereit für den Batana? Ihr Guide Alberto Koschara ist gebürtiger Roviner und mehrsprachig groß geworden. So wie viele Einheimische hier. Wir reden so gemischt, teilweise Kroatisch, teilweise Italienisch. Dann der Kroatisch spricht, hat immer einen Satz, zwei italienische Wörter, Italienisch, zwei kroatische Wörter, also richtige Mischmasch. Oh Gott. Oh, warte, das ist... Oh je. Moment. Un momento, prego. Oh, das ist aber hoch, du. Oma Linde ahnt noch nichts, doch gleich wird gesungen. So wie früher, wenn die Fischer rausfuhren. Aber erst erklärt Alberto die Besonderheiten des Bootes. Sie können sehen jetzt, also wir sind auf der typischen Rovinja Boot. Was ist charakteristisch ist, diese Boote haben so flaches, ebenes Boden. Und so konnten die Fischer überall rudern, kommen in der Nähe von der Küste, wo nur 20, 30 Zentimeter tief war. Und Batana ist für uns Rovinja das, was Gondel für Venedig ist. Ja. Aus dem Gesang der Fischer entstand die traditionelle Volksmusik. Stasera il mar so come l'olio, la sul ponente assada toda su. Es ist ein Lieblingslied, der spielt über der Stadt Rovigno. Rovigno auf Italienisch. Rovigno, also wenn ich kann nicht ohne dich leben. Also ich kann nicht weit von dich stehen. Ich fühle mich dann zu sterben. Irgendwie auch romantisch so auf dem Wasser, im Boot Ja. mit der Musik. Ich liebe Musik und wenn ich da noch mitsingen könnte, weil meine Stimme ist zwar nicht mehr wie vor etlichen Jahren, aber geht noch. Ich liebe es. Schön. Quasi un incanto, quasi una sinfonia, che mai, mai Super!
Batana Bootsfahrt haben sie über das Touristenbüro gebucht. Und hat euch gefallen, diese Batana-Fahrt? Sehr schön, sehr schön. Der Blick war jetzt noch mal schön Rovinj vom Wasser aus. Ist ja noch schöner. Alles zusammen, Alles zusammen, gut, hat gepasst. alles gut, ja. Ja. Du auch. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Da werde ich lange dran zurückdenken. Tschüss! Den Rest des Tages geht die Familie ruhig an. Nur Saskia und Steven ziehen noch mal los. Zu zweit. Wir machen jetzt eine Radtour, nochmal nach Rovinj. Wir haben in der Stadt einen ganz tollen Strand entdeckt oder so eine Badebucht. Und da wollen wir auch unbedingt noch mal schwimmen gehen. Dann lass es los. So, euch einen schönen Abend. Bis später. später. Wo ist Elina Ciao. denn jetzt? Ich finde es auch wichtig, Ja. ne, dass die Paarzeit haben. Ich weiß, dass wir deswegen nicht dabei sind, sondern weil wir einfach eine schöne Familienzeit haben. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dass auch die beiden mal zusammen alleine irgendwas unternehmen. Warte. Steven, bist du damit gefahren? Ja, warum? Ja, weil es viel zu hoch ist. Kannst du mir das mal ein bisschen runter machen? Ja. Steven, der leiht sich ab und zu mein Fahrrad aus und dann ist es einfach viel zu hoch für mich. Und jetzt habe ich damit gar nicht gerechnet und bin irgendwie nicht so gut da drauf gekommen. Aber Saskia, ich glaube, der ist niedriger geht's nicht, ne? Vielleicht war das, weil der Du bist komisch auf dem geschrumpft. Ja. Vielleicht stand das Fahrrad so komisch da gerade. Der Mann hat recht. Ich stand auf so einem komischen Hügel gerade. Die E-Bikes haben sie von zu Hause mitgebracht. Damit geht's entlang der Adriaküste zurück in die Hafenstadt. Mit traumhaften Aussichten. Das ist richtig schön. Guck mal, keine Menschenseele. Nee, riech mal die Luft. Atme mal tief ein. Das magst du. Ja. Die Steine sind aber heiß, ne? Die sind richtig heiß. Dann lieber weiter zur Abkühlung. Nach 50 Minuten erreichen sie die Baluta-Bucht. Eine beliebte Badestelle mitten in der Altstadt, wo Einheimische spätabends noch ins Wasser springen. Hier können wir gut reingehen. Ja. Sehr erfrischend nach der langen Fahrradtour und mit dem Sonnenuntergang einfach perfekt. Ja, richtig schön. Das haben wir uns verdient heute, ne? Auf jeden Fall. Zeit zu zweit. Das haben die beiden im Alltag selten. Umso schöner sind diese Momente. Ich würde mich immer wieder in Saskia verlieben, weil sie ja von Anfang der Beziehung bis jetzt immer noch die gleiche Frau ist. Und die liebe ich ja genauso, wie sie ist. Und deswegen wird es auch definitiv ein zweites Mal passieren. Ich würde mich auch mal wieder in dich verlieben. Dazu hat Steven schon am nächsten Tag die Gelegenheit. Der große Tag. Saskia und Steven haben letztes Jahr im kalten Februar geheiratet. Jetzt wollen sie schöne Sommerfotos nachholen. Ausgerechnet heute ist es sehr heiß. Ja, ich gehe jetzt gleich noch zum Friseur. Ich hoffe, sie kriegt trotz der Hitze und dass ich so schwitze, eine schöne Frisur hin. Und ich habe gut aussehe auf den Fotos heute Abend. Zur Feier des Tages kocht Oma Linde einen Klassiker. Da hilft sogar die kochfaule Manuela. Lecker Reibeplätzchen. Mami, willst du denn vielleicht schon teilen? Dann Bin dabei weiter. schon. Ach, Guck du bist mal. dabei. Ja. Man tut, was man kann, ne? Teilt euch das schon. Oh. Jetzt werden sie aber braun. Haha. Lecker, Oma. Ja? Na, ist doch schön. Freut mich. In wenigen Stunden Hochzeitsshooting auf dem Campingplatz. Friseurin Tanja Jovanovic soll die perfekte Frisur zaubern. Kann mal zeigen, wie es vorher aussah bei der Hochzeit. Das war so. Tränen Ja. auch so. Ja. Ein bisschen nervös bin ich heute. Natürlich nicht so schlimm wie beim letzten Mal, als dann die richtige Hochzeit war. Es ist richtig schön, noch mal in das Kleid zu schlüpfen und sich noch mal heute so als Prinzessin fühlen zu dürfen.
Auch Steven fühlt sich, als ob er nochmal heiraten würde. Ein bisschen aufgeregt bin ich, muss ich sagen. Ja, doch. Ja, weil man jetzt ja wieder so die Klamotten anzieht wie am Hochzeitstag. Und das ist ja schon was Besonderes, ne? Das ist ein spezielles Hemd mit Manschettenknöpfen. Eine Stunde später ist Saskia zurück. Steven hat sie noch nicht mit Kleid gesehen. So, Geht's noch so? geht so. Hauptsache seitdem. Ich bin aber noch nicht bei den Knöpfen. Okay. Halt die Luft noch an. Ganz schön aufregend. Gleich sehen sie sich das erste Mal seit der Hochzeit in ihrer Traukleidung wieder. Irgendwas kannst du ja nachher ausziehen. Weißt du? Nein. Beim Shooting bleibt alles an. Schmilzt davon. Ich schmilz dahin, wenn ich meine Frau sehe. Ja, ja. Kannst du mir einmal helfen? Oder ist schon Hast zu du einen eng? dicken Hals gekriegt? Ja, ist zu eng oder passt? Wenn dir das nicht zu eng ist? Nein, mir ist das nicht zu eng. Ich mache mich auch ein bisschen kleiner. Passt das? Prima, Prümken. Steven wartet vor dem Zelt auf seine Saskia. Wie damals bei der richtigen Hochzeit. Bei Mama Manuela kommen Erinnerungen hoch. Ich bin die glücklichste Mama der Welt, dass mein Kind genau das gefunden hat, was sie genau so auch braucht. Was ich ihr gewünscht habe, was ich gehofft habe, was sie findet. Ein Mann, der sie liebt und Elina liebt und so richtig auf Händen trägt. Ja, genau das habe ich mir für sie gewünscht. Und man sagt ja immer, das Universum erfüllt Wünsche, wenn man ganz fest dran glaubt. Und ich habe da ganz fest dran geglaubt und dann kam irgendwann der Steven. Ja. Ganz in weiß mit einem Blumenstrauß. Ist ja immer noch perfekt. Bei dir auch. Ja, ne? Sieht gut aus. Ja. Ach, schön. Gehen wir nochmal heiraten. Ja. So fühlt sich's an. Ja, auf jeden Fall. Der Abholdienst steht schon bereit. Beim Campen zählt das Praktische. Auch im Brautkleid. Das ist so mein Erlebnis, ne? Das ist, ja, Ach, ja. ganz dezente Fahrt. Ja, hallo, danke. Ich glaube, jetzt sind wir bekannt auf dem Campingplatz. Ja, ich glaube auch. Hast du? Haben wir alles? Ja. Thank you. Thank you. Silke hat sich einen besonders schönen Bereich am Strand für die Fotos ausgesucht. So, dass das Meer im Hintergrund ist. Genau. Schaust zu mir. So, komm, Elina, jetzt müssen wir das Kleid so ein bisschen da hinten runterhängen lassen. Pünktlich zum Sonnenuntergang startet ihr Hochzeitsshooting. Steve, ein bisschen runder. Guck mal deinen Zeh ein bisschen runder machen, ja. Und höher. Nur mit dem Kopf zu mir drehen, bis ich Stopp sage. Und zu mir, jawohl. Und Cheese, toll. Ja. Schön, ja. Das muss kitschig sein. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Highlight, vor allem irgendwie so für unsere Liebesgeschichte oder alles rund um die Hochzeit nochmal das i-Tüpfelchen, weil ja irgendwie alles immer bei uns mit Camping zu tun hat. Also auch der Heiratsantrag, der ja beim Camping war. Ja, und jetzt halt im Campingurlaub das Shooting, das passt halt einfach irgendwie alles zusammen. Was für eine besondere Urlaubswoche. Camping mit der ganzen Familie und ganz viel Liebe. Es ist ja nicht selbstverständlich. Man muss die Familienmitglieder, die man hat, mit denen man Zeit verbringen kann, auch ja, in Ehren halten und die Zeit gut nutzen. Ne? Man weiß ja auch nie, wann es vorbei ist, wie viel Zeit einem noch bleibt. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Ja nun, wenn ich gar nicht mehr kann, dann lasse ich sie gerne alleine ziehen, das ist klar. Aber es täte mir leid. Aber man weiß ja nie, was noch kommt. Ne? Vielleicht wäre ich wirklich 102 Jahre alt. Sollen wir uns jemals einen anderen Campingplatz aussuchen, muss auch ein Flughafen in der Nähe sein. Ja, natürlich, ja, natürlich.